Ideenwerkstatt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ideenwerkstatt. Heute, wie immer, an meiner Seite Christian Kolb. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die freundliche Einladung wieder. Heute Thema Grillsaison, oder? Hallo, die Sonne scheint. Was passt besser als ein Pane Rustico? Absolut. Und da wollen wir auch ein bisschen was anderes mal hineingeben. Das Pane Rustico als Beilage zu einem Grillfleisch oder Wurst oder auch Gemüse gegrilltem. Weg von dem, was wir klassisch kennen, von Kräuterbutter oder Knoblauchbutter, was man halt alles so auch so gerne dann noch als Beilage mitmacht, sondern ein wirkliches Beilagenprodukt, wo richtig Schmackes dahinter ist. Ich bin gespannt, weil ich meine, aus unserem tollen Pane Rustico kannst du ja gefühlt alles machen. Also das passt ja zur Vorspeise, zum Hauptgang, gefühlt auch zur Nachspeise, wenn du das Rezept schreibst. Ja, könnte ich hinkriegen. Ich bin gespannt. Was wollen wir machen? Ich hatte mir diesmal, weil wir die Grillwurst in den Fokus gesetzt haben, ob es jetzt aus Schwein, Rind, vegan, vegetarisch, also wir haben alle was, das ist das Schöne. Und da habe ich mir die Gedanken gemacht, was passt sehr gut zu einem sehr würzigen Produkt. Also brauche ich das Spiel zwischen Süße und Säure und der Würzigkeit des Grillguts. Und da habe ich mir vorgenommen, eine Aprikosenchutney einzusetzen. Aprikosenchutney ist nicht schwierig herzustellen. Ich mache das aus getrockneten Aprikosen, dann habe ich mehr Kraft von der Fruchtsüße in dem Produkt drinnen. Wenn ich jetzt die frischen nehme, da kann es schon sehr häufig sein, dass sie noch nicht so reif sind, dass ich die Süße herauskitzeln kann. Und dann wässert man besser die getrockneten Produkte und dann verarbeitet man das weiter, wie man Chutney macht. Mit Senfsaat, mit Zwiebeln, Essig und kocht es ein. Dann wird es so eine Paste und das ist mein Aufstrich. Damit es aber eine Beilage zum Grillgut ist, erweitern wir das, dass wir marinierte Zwiebeln hineingeben. Sehen auch super aus, ne? Ja, das ist auch sehr einfach. Zwiebeln, ob rot oder weiß, in Scheiben schneiden und dann Essig, ein bisschen Wasser, in einem Schraubglas am besten oder einen Behälter, den man dicht abschließen kann und einen Tag stehen lassen. Und dann hat man wirklich schöne Zwiebeln, die halten ewig. Da kann man also ruhig ein bisschen mehr machen. Und dann entweder frische Tomaten oder Grillgemüse, wo man dann sagen kann, okay, wo möchte ich jetzt meine Beilage mehr hingeben? In Käse, damit es nicht nur schön hält, sondern dass auch wirklich Geschmack dabei ist. Muss ja auch schmecken. Am Ende Käse, Absolut. Käse ist nichts richtig fertig, oder? Ja, das ist halt, und ich habe einen Cheddar gewählt. Der Cheddar hat den Vorteil, er ist sehr geschmacksintensiv. Aber nicht so intensiv wie jetzt ein Bergkäse. Bergkäse ist dann schon wieder sehr, sehr streng, sehr fordernd und überlagert mir zu viel. Das macht der Cheddar nicht, aber er schmilzt auch schön und somit hat man dann eine ganze Menge Spaß beim Essen von so einem Brot und es kommt noch Gurke rein. Entweder, wenn ich mehr Säure will, die Essiggurke oder, wenn ich es eher neutraler halten will, die Salatgurke. Und wie wir das jetzt zusammenzaubern, das zeige ich dir und dann möchte ich dieses Brot in 3 Teile schneiden, weil wir ja als Beilage haben. Wir können es dann nachher auch wieder individuell aufschneiden, dass man sagt, ich möchte die Scheiben kleiner haben oder von Anfang an schneide ich dünne Scheiben, aber dann habe ich deutlich mehr Aufwand. Deswegen ist mir das lieber, wenn ich das so mache. Wir schneiden es horizontal auf, bitte aufpassen. So. Oh, herrliche Krume, oder? Ein fantastisches Baguette. Es ist auch vom Duft her und vom Crunch-Verhalten her wirklich gelungen. Ein schönes Produkt, das Spaß macht. Ich mache es einmal mal vor, dann können wir da ruhig mal ordentlich produzieren. Da sieht man jetzt auch die einzelnen Stücke. Gut, ne? Und das kann man auch lauwarm verarbeiten. So, ich streiche das auf beiden Seiten gerne ein. So. Wenn ich es auf den Grill gebe, dann buttere ich dieses Baguette sehr gerne von beiden Seiten. Das kenne ich noch aus den vorangegangenen Folgen. Da bist du ja quasi Spezialist drin. Absolut, Butter ist ein ganz wesentliches Produkt. Man macht sie flüssig und streicht es dann ein. Gehe ich auf den Kontaktgrill, würde ich nicht beidseitig
buttern. Das wäre schwieriger im Handling. Beim Grill tropft es weg und gibt den Geschmack ab, aber hier sammelt es sich und dann wird eher das Brot wieder weich. Das möchte ich nicht. Wenn einer sagt, nee, jetzt mache ich aber nicht noch Butter flüssig, dann kann ich das natürlich auch so runternehmen. Es sollte zimmerwarm sein und ich streiche es hier ein. Das hätten wir vielleicht auch vorher machen können. Okay, du schmierst es auf die Innenseite dann. Genau. Jetzt in dem Fall, weil wir jetzt nicht gerade draußen stehen und grillieren, sondern innen sind. So. Nur ein bisschen, damit der Geschmack rübergeht. So. Das nächste wäre die Entscheidung Tomate. Dann bitte mal Tomatenscheiben schneiden. Gerne. Die Zwiebeln. Ich mache die Variante mit frischer Tomate, dünne Scheiben und Käse. Das kann ich dir gar nicht zugucken, weil ich mich konzentrieren muss. Das macht nichts. Nicht überlappen lassen den Käse. Der würde auch, wenn es ein Grill ist, nämlich reingehen, würde verbrennen, würde wirklich nicht gut riechen und da habe ich eigentlich keinen Vorteil davon. Also die Zwiebeln haben wir drauf. Tomaten haben wir drauf. Jetzt wäre die Entscheidung gewesen, entweder nehme ich das Grillgemüse. Ja. Wenn ich das Grillgemüse nehme, was ich ja in Öl eingelegt habe, würde ich die Butter weglassen. Ansonsten ein bisschen zu viel. Ja, genau. Und dann das Öl gerne mitnehmen. Das hat viel Geschmack und das macht es auch toll. So, da haben wir das. In dem Fall nehme ich auch die frische Gurke. Und du kannst jetzt parallel schon mal anfangen und... Meinst du? Ja, du machst einmal bitte mit Paprika. So. Die Gurke bringt sehr viel Frische rein. Wenn man möchte, Frühlingszwiebeln. Das kann man natürlich sagen, wie so nochmal Zwiebel. Sie hat einen ganz anderen Geschmack. Bringt mir wirklich den Zwiebelgeschmack jetzt raus, während die eingelegten Zwiebeln ja Süße und Säure im Spiel wiederbringen. Dann klappe ich es zu. So, schauen, dass nichts groß überlappt. Dann nehme ich für den Grill dieses Teil, spanne es ein. So, dann muss man schauen, dass wir die richtige Seite das wurde auch gar nicht für einen Fisch gemacht, sondern eigentlich für ein klassisches Baguette. Das muss gut angedrückt werden in dem Fall. Zack. Damit es grilliert werden kann. Dann müssen wir gleich noch mal ein bisschen nachjustieren und dann lege ich es auf den Grill. Deswegen sind diese Teile nicht schlecht, aber haben wir ja nicht. Also legen wir das hier drauf. Und wenn du schnell bist, schaffen wir die nächsten auch gleich. Ja, ich hole dich ein. Ich habe dazu geguckt. So, auf diese Seite geht. Also, noch einmal. Mach ruhig schon mal zu. Dann haben wir das eine zum Anrichten. So, ich mache jetzt ohne Butter. Schon jetzt wieder und kürzt ab, ne? Weil ich die zu weit, oder? Nein, du kannst es auch die Butter erst drauf machen, oder du streichst es ein. Aber nicht zu viel, das wird sonst einfach zu feucht innen drin. Grillgemüse. Es ist ein ganz einfaches Produkt, aber bringt unglaublich viel Geschmack. Die Zwiebel. Ich glaube mal hier noch ein paar Tomaten. Ja, bitte. Gleich, ne? Nimm, was du möchtest. Ich brauche auf jeden Fall Käse. Bitte schön. Was auch sehr gut geht, sind Röstzwiebeln, wenn man lieber mit Röstzwiebeln arbeiten möchte. Ja. Aber das Pane Rustico, erzähl mal. Wir haben klassisches mediterranes Gebäck, ist tatsächlich eigentlich so zu diesen typischen Vorspeisen überall gesetzt. Kommt vom Steinofen und ist gerade so in diesen Sommersaison ein absoluter Top-Artikel. Also geht bei uns wie nichts Gutes. In jedem Eigenmarkenportfolio darf kein Pane Rustico fehlen. Also von daher ist eigentlich eins unserer beliebtesten Produkte und funktioniert immer und überall. Und die Qualität, die wir da haben, ist tatsächlich auch so, dass man da vom klassischen Marktführer sprechen kann. Das ist wirklich State of the Art. Wenn das nicht in der Karte ist, fehlt irgendwas. Finde ich auch. Also es ist auch als kleine Scheibe sehr aromatisch. Es lässt sich sehr gut auch mit Olivenöl verbinden. Das hat mich nämlich auch inspiriert, dieses Spiel auch zu arbeiten von dem Öl, eben von dem Grillgemüse
oder eben eher mit Butter dann zu arbeiten, weil es so aufsagt, dass es ganzheitlich den Geschmack verteilt. Finde ich toll. Gut gelungenes Produkt. Die backen wir dann gleich alle aus. Ich habe natürlich jetzt klassisch die Oberseite belegt, das wird dann gleich ein bisschen schwieriger. Das macht nichts. Das weiß nicht, ob das relevant ist. Das darf noch rauf. So, ich würde, wo ich ein großer Freund von bin, das passt da auch sehr gut, weil wir da auch wieder das Säure- und süße Spiel haben, Schärfe. Entweder Jalapenos, Chili. Komm, dann mache ich bei mir mal ein paar Jalapenos drauf. Gut. Und ich mache das letzte Baguette und dann richten wir gleich mal das an, was wir schon im Grill haben. So. So, du bist wahrscheinlich Fan von richtig viel, ne? Ja. So, da kann man auch die Butter unten drauf machen, wenn man will. Dann geht es direkt ins Brot. Und verbindet sich nicht mit dem Chutney so gut. So. So. Ich verbinde. Zack. Ich gebe hier nochmal das Grillgemüse drauf. Oh, es fängt schon gut an zu riechen. Ja. Jetzt habe ich hier das Öl vom Grillgemüse, hier die Butter. Also kann man auch machen, habe ich beides. Sehr cool. Marinierte Zwiebeln. Und das kann man sehr gut vorbereiten. So, dann gehen wir hier noch ein bisschen von dem hier drauf. Gurke habe ich hier. Zack. Oh, wunderbar. Wunderbar, jetzt lass mich mal schauen, wie es aussieht. Genau, das ist das, was wir haben wollen. Ein richtig schönes Panini mittlerweile. Genau. Du kannst es auch an der Seite einstellen, wenn du möchtest, wenn du es nicht so platt haben möchtest. Beim Grill wäre es jetzt ähnlich. Wenn wir das also so eingespannt hätten, hätten wir das auch. Jetzt kann ich überlegen, ich esse das komplett oder aber ich halbiere das nochmal, weil mir sagt, das ist mir alles ein bisschen zu viel und ich will ja noch mehr. Man sieht auch, wie der Käse schön schmilzt. So, dann sieht man, was wir haben. Umso länger ich jetzt drin lasse, umso mehr schmilzt es. Das beim Grill kann ich es besser steuern, dass der Käse besser schmilzt, weil ich ihn dann auf eine Position lege, wo die Hitze nicht unmittelbar drankommt. Ja. Ich kann es aber auch im Highspeed-Ofen machen. Dann kann ich auch sehr gezielt den Käse nochmal erwärmen, dass er ein bisschen cremiger wird, aber das von der Temperatur passt perfekt. Dann kommt unsere Grillwurst. So. Ein bisschen Deko. Herrlich. Sprossen gehören einfach dazu. Und keine Kresse. Nee, heute mal verschiedene, ich habe verschiedene Sprossen Kresse dabei. ist enttäuscht. Die Kresse ist heute raus. Und schon haben wir ein schönes Gericht. Wenn er sagt, nee, das soll wirklich für zum richtigen Sattwerden dienen, dann nimmt man das Drittel vom Baguette, kann es ruhig schon zumachen. Und dann hat man auf jeden Fall eine schöne Beilage, die sich von den üblichen deutlich unterscheidet. Dann nehmen wir auch die anderen Würstel nochmal dazu. Da freue ich mich auf jeden Fall schon aufs nächste Wochenende. Ja, ich gehe jetzt raus, du kannst dann weitermachen. Ich gehe jetzt grillen. Sehr gut. Ich kann nur sagen, vielen Dank für dieses fantastische Produkt, was ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Ich würde mich freuen, wenn das auch ein bisschen so einen schönen Anklang findet für unsere Grillzeit. Herzhaft reinbeißen und den Abend genießen. Wir haben ja ein paar Events, wir werden es mitbringen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.